Eine hochträchtige schwarze Leopardin streift durch die Graslandschaften des Nyaranga-Reservats. Ihr schwerer Bauch macht jeden Schritt unglaublich schwierig. Der errechnete Geburtstermin war längst erreicht, doch die ungewöhnlich lang anhaltenden Wehen verursachten dem Leoparden Schmerzen und Erschöpfung und machten es ihm völlig unmöglich, auf natürlichem Wege zu gebären. Die ganze lange Nacht hindurch wälzte es sich unter dem spärlichen Laubwerk hin und her, sein unregelmäßiger Atem vermischte sich mit dem Zirpen der Insekten, das durch die dunkle Savanne hallte. Die Morgendämmerung brach allmählich mit kaltem, weißem Licht an, doch statt Hoffnung spürte der Leopard deutlich die unmittelbare Gefahr, die sein Leben bedrohte. Sein Körper war so erschöpft, dass er kaum noch stehen konnte, doch sein Überlebensinstinkt trieb ihn dennoch zu einer beispiellos leichtsinnigen Entscheidung. Der Leopard begriff, dass weder die Mutter noch ihre ungeborenen Jungen eine Überlebenschance hätten, wenn er im tiefen Wald bliebe. Als das weiße Morgenlicht die Savanne überflutete, rappelte sich der schwarze Panther mühsam auf und schleppte seinen dicken Bauch aus dem vertrauten Wald. Sie führte direkt auf die unbefestigte Straße des Reservats, wo der Geruch von Menschen stets mit Gefahr und tödlichen Erinnerungen verbunden war. Jeder Schritt durchfuhr ihn mit einem stechenden Schmerz, doch seine Augen bewahrten eine Entschlossenheit, die man bei einem Raubtier selten sieht. Das kurze grüne Gras lichtete sich allmählich und machte Platz für Stellen mit trockener, harter, roter Erde, die unter zitternden Füßen brannte. Am Straßenrand angekommen, brach der Leopard zusammen, sein ganzer Körper zuckte vor Erschöpfung und anhaltenden Schmerzen. Es lag auf der Seite am Straßenrand, atmete schwer, sein Bauch hob und senkte sich bei jeder schnellen Kontraktion. Da er nicht die Kraft hatte, sich zu bewegen, konnte der Leopard nur daliegen, halb wach, halb schlafend. Die Zeit verging langsam inmitten des weißen Sonnenlichts und der schweren Stille der weiten Savanne. Dies ist das letzte Wagnis, das der Leopard eingehen kann, um das ungeborene Leben zu retten. Knapp eine Stunde später tauchte in der Ferne auf der kurvenreichen Schotterstraße der Streifenwagen der Ranger Daniel Okoro und Lukas Meyer auf. Der Leopard mobilisierte seine letzten Kräfte, mühte sich aufzustehen und trat vor das herannahende Auto, um es zu blockieren. Daniel trat voll auf die Bremse, die Räder rutschten leicht auf dem trockenen roten Boden, sein Herz hämmerte vor plötzlichem Überlebensinstinkt. Die beiden Ranger waren fassungslos, als sie bemerkten, dass ein riesiger schwarzer Leopard direkt vor ihrem Streifenwagen stand. Ihr Bauch war ungewöhnlich stark angeschwollen, was eindeutig darauf hindeutete, dass sie sich in einer kritischen und extrem gefährlichen Geburtssituation befand. Der Leopard machte einen Satz nach vorn, seine Hinterbeine spannten sich an, um das Gewicht zu tragen, seine Vorderpfoten standen fest auf der Autotür. In diesem Moment schien die Luft still zu stehen, nur das Geräusch schweren Atmens hallte durch die stille Savanne. Lukas umklammerte das Lenkrad fest, seine Augen voller Panik, wachsam und auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Nie zuvor hatten sie eine so wilde, angespannte und unvorhersehbare Begegnung erlebt. Der Leopard knurrte nicht und fletschte auch nicht die Zähne, sondern starrte mit einem verzweifelten, flehenden Blick direkt in das Auto. Ihr heißer Atem wehte gegen die Autoscheibe, ihre Zähne klapperten leicht vor Schmerz und den ständigen Krämpfen. Plötzlich bemerkte Daniel, dass das Peilsenderhalsband um den Hals des Leoparden im weißen Licht glänzte. Seine Erinnerung schoss ihm sofort zurück zu dem Vorfall vor einem Jahr, als die Rangerstation ein schwer verletztes Leopardenjunges gerettet hatte. Daniel war es, der persönlich den Tag miterlebte, an dem der Leopard in bester Gesundheit wieder in die Wildnis entlassen wurde. Nun stand sie vor ihm, hochschwanger und auf der Suche nach Zuflucht in einem Moment, in dem es um Leben und Tod eines Menschen ging. Die anfängliche Angst wich allmählich einem tiefen Verantwortungsgefühl als Naturschützer. Daniel gab Lukas ein Zeichen, ruhig zu bleiben, an Ort und Stelle zu bleiben und unnötige Panik zu vermeiden. Beide erkannten, dass der Leopard aktiv nach Menschen suchte, um sie um Hilfe zu bitten. Da er sich nicht länger festhalten konnte, ließ sich der Leopard langsam hinab und brach auf der glühend heißen Schotterstraße zusammen. Daniel öffnete die Autotür langsam und hielt dabei einen sicheren Abstand.
Seine Stimme war leise und sanft, um das Tier nicht zu beunruhigen. Lukas stand dahinter, bot Unterstützung und beobachtete aufmerksam alle ungewöhnlichen Bewegungen, die auftreten könnten. Der Leopard lag da, keuchend, die Augen immer noch auf die beiden Ranger gerichtet, eine Mischung aus Wachsamkeit und Hoffnung. Das furchterregende Aussehen der Spitzenprädatoren war verschwunden, nur Erschöpfung und anhaltender Schmerz blieben zurück. Daniel kniete sich tief hin und sprach leise, als wolle er ein Wesen beruhigen, das einst mit Menschen vertraut gewesen war. Der Leopard reagierte nicht negativ, im Gegenteil, er entspannte seinen Körper angesichts der heftigen Schmerzen allmählich. Zwischen Mensch und Tierwelt begann sich ein fragiles Vertrauen zu entwickeln. In diesem Moment schien die natürliche Grenze zwischen den beiden Welten zu verschwimmen. Lukas rief sofort per Funk die Rettungszentrale des Nyaranga-Reservats an, seine Stimme war eindringlich, aber deutlich. Er meldete den Notfall der trächtigen Leopardin und bat darum, dass das Veterinärteam unverzüglich zum Einsatzort komme. Der Leopard begann zu wimmern, seine Krämpfe wurden immer häufiger und heftiger. Daniel verharrte regungslos und beobachtete jede noch so kleine Bewegung des leidenden Tiers. 30 Minuten zogen sich in der erdrückenden Spannung, die alle spürten, wie Stunden. Aus der Ferne zerriss das Dröhnen des Motors eines Rettungsfahrzeugs die schwere Stille der Savanne. Nachdem die beiden Parkwächter alle notwendigen Informationen erhalten hatten, traf das Veterinärteam schnell am Einsatzort ein. Sie erfassten die Situation schnell und einigten sich auf einen Plan, um bei der Lieferung vor Ort zu helfen. Es reichte die Zeit nicht aus, den Leoparden in eine sicherere Einrichtung zu bringen. Unter der hellen Mittagssonne wurde am Straßenrand ein provisorisches Lazarettzelt aufgebaut. Der Tierarzt näherte sich dem Leoparden mit ruhiger, professioneller Art und brachte seine umfangreiche Praxiserfahrung ein. Überraschenderweise verhielt sich der Leopard vollkommen kooperativ und zeigte keinerlei Widerstand oder aggressives Verhalten. Vielleicht hat sich die Erinnerung daran, von Menschen gerettet worden zu sein, tief in sein Unterbewusstsein eingeprägt. Nahrungsergänzungsmittel und Fruchtbarkeitsmedikamente werden sorgfältig und nach sicheren Verfahren injiziert. Nur wenige Minuten später wurden starke Wehen deutlich spürbar. Der Leopard wimmerte vor Schmerz, seine Krallen gruben sich in die sengend rote Erde. Alle hielten den Atem an und verfolgten jeden spannungsgeladenen Moment. Niemand kann sicher sein, was die Zukunft bringt. Die Geburt des ersten Leopardenjungen löste beim gesamten Rettungsteam einen wahren Gefühlsausbruch aus. Kurz darauf erschienen, zur allgemeinen Verwunderung, nacheinander das zweite und dann das dritte Leopardenjunge. Den Ärzten wurde allmählich klar, dass die Zahl der Nachkommen alle anfänglichen Vorhersagen bei weitem übertraf. Als das vierte Junge geboren wurde, schauten sich alle erstaunt an. Dann erschien das fünfte Junge und versetzte die gesamte Szene in totenstille Stille. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen darüber, dass schwarze Leoparden in freier Wildbahn Fünflinge zur Welt gebracht haben. Eine Mischung aus Freude und Erstaunen spiegelte sich in den Gesichtern aller Anwesenden wider. Die Tierärzte reinigten und untersuchten schnell den Gesundheitszustand jedes einzelnen kleinen Leopardenjungen. Mitten in der rauen Savanne wurde soeben ein magischer Moment erlebt. Die 5 Leopardenjungen wurden sanft und still wieder an den Bauch ihrer Mutter gelegt und suchten nach ihrer ersten Milch. Die Leopardenmutter lag still da, ihre Atmung hatte sich nach der gefährlichen Geburt beruhigt. Seine Augen verfolgten jede noch so kleine Bewegung der 5 kleinen Wesen neben ihm. Daniel und Lukas beobachteten das Geschehen schweigend, nach stundenlanger Anspannung breitete sich in ihnen ein Gefühl der Erleichterung aus. Das Tierärzteteam stellte Wasser und Futter direkt vor das Maul des Leoparden, um seine Genesung zu fördern. Nach eingehender Prüfung wurde unter den Experten eine wichtige Entscheidung getroffen. Bei einer so großen Anzahl von Jungen wäre die Leopardenmutter in freier Wildbahn nicht in der Lage, sie alle allein zu versorgen. Die sicherste Option ist, die ganze Familie zum Schutz in die Försterstation zu bringen.
Der Leopardin wurde ein leichtes Betäubungsmittel verabreicht, um absolute Sicherheit während des Transports zu gewährleisten. Die 5 Leopardenjungen wurden vorsichtig neben ihrer Mutter auf die Ladefläche eines speziellen Rettungsfahrzeugs gesetzt. Auf der Station werden sie für längere Zeiträume in einem naturnahen Gehege untergebracht und besonders gepflegt. 3 Monate später wird die Leopardenfamilie wieder in die Wildnis entlassen und beginnt damit ein neues Kapitel in ihrem Leben.